Auf einem Hügel, 60 Meter über dem Hahnenbachtal im Hunsrück, liegt die sagenumwobene Ruine Hellkirch. Diese wird nirgends in den Schriften erwähnt. Bis heute erscheint sie rätselhaft. Wozu diente dieser abseits der heutigen Wege liegende Ort? Darüber scheiden sich die Geister. Manche Historiker sind der Auffassung, es handle sich bei dem Bau um die Überreste einer Wehranlage. Doch dies erscheint eher unwahrscheinlich. Die Bauweise deutet jedoch auf ein hohes Alter hin. Das noch sichtbare Gebäude weist einen fast quadratischen Grundriss von etwa 7,5 mal 7,5 Metern auf. Die an 3 Seiten erhaltenen Mauern sind 1,5 Meter dick. Der Zugang befand sich vermutlich an der nicht mehr vorhandenen Westmauer. Die Innenfläche betrug somit nicht einmal 20 Quadratmeter. Spuren weiterer Gebäude oder einer Ringmauer wurden auf der umliegenden Fläche nicht gefunden. Vielleicht ein Wachturm? Fraglos lässt sich das Umland von diesem Standort aus gut überblicken. Somit könnten von Hellkirch aus die Verkehrswege von der Nahe zur Mosel überwacht worden sein. Außerdem ist die Schmidtburg nur 2 Kilometer entfernt. Haben wir es hier mit einem Außenposten der einst mächtigen Burg zu tun? Gegen diese These spricht das gut erhaltene gotische Rundbogenfenster an der Ostseite. In jener Zeit hätte niemand an dieser Stelle eine solch große Öffnung in eine Wehranlage eingebaut. Dies hätte die Verteidigung massiv erschwert. Wozu wurde also an diesem einsamen Ort ein Gebäude errichtet? Die abgelegene Lage ist ein Trugschluss. Nur unweit von Hellkirch entfernt befinden sich mit den Wüstungen Blickersau und Kaffeld 2 Standorte untergegangener Siedlungen. Es ist wahrscheinlich, dass sich hier im Mittelalter ein gut frequentierter Kreuzungsbereich des Hunsrücker Straßennetzes befand. Manchen Theorien zufolge könnte es sich bei der Ruine um eine Kirche oder eine Kapelle handeln. Anhaltspunkte bieten einige Erzählungen über den Ort. In einer heißt es, die Wild- und Rheingrafen hätten nach der Reformation den katholischen Glauben auf ihrem Territorium nicht mehr geduldet. Die hiesigen Einwohner sollen deshalb heimlich Gottesdienste nach dem alten Ritus abgehalten haben, wozu dieser Ort diente. Knaben liefen der Überlieferung zufolge von Ort zu Ort und sollen mittels Geheimcode einen kommenden Gottesdienst angekündigt haben. Sie klatschten als Hinweis für die Gläubigen unauffällig in die Hände. Auch wenn man an die beiden bereits erwähnten, heute verschwundenen Siedlungen denkt, wäre eine Feldkirche oder eine Kapelle wohl die schlüssigste Möglichkeit. Die Tatsache, dass etwas unterhalb von Hellkirch ein 40 cm großer Glockenklöppel gefunden wurde, deutet ebenfalls auf ein Gotteshaus hin. Eindeutig bewiesen ist allerdings nichts. Auch was es mit der Legende
nach welcher eine goldene Kutsche unter der Ruine vergraben sein soll, auf sich hat, konnte bisher nicht geklärt werden. Was bleibt, ist ein geheimnisvoller Ort mit wunderschöner Aussicht.